einfach ein katastrophaler Zustand. Wie wir das machen, das schauen wir uns in diesem Video an. So flach wie möglich, fast hier auf dem Getriebegehäuse aufgelegt. Ich finde das ganz gut und selbst wenn es am Ende doch nicht funktioniert, es gibt nur einen Versuch. Damit herzlich willkommen zu diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Defekter Kupplungsnehmerzylinder haben ganz viele Leute geschrieben und Bilder geschickt, wie dieser Kupplungsnehmerzylinder hier aussieht, wenn man ihn rausbaut. Keine Kupplung mehr, braune Suppe oben in der Armatur, in der Kupplungsarmatur und einfach ein katastrophaler Zustand. Warum ist das so? Der Kupplungsnehmerzylinder kann undicht werden und lässt eben Bremsflüssigkeit raus. Die Bremsflüssigkeit, die bleibt dann da hinten, wo die Getriebehohlwelle ist, wo die Kupplungsdruckstange ist. Da bleibt es drin, weil da eben eine Dichtung von außen drauf ist. Ja, also auf dieser Seite haben wir eine Papierdichtung drauf und es kann natürlich nicht ablaufen. In der Folge passiert Folgendes: Der Bremsflüssigkeitsstand in diesem kleinen Gehäuse, der steigt. Vielleicht kommt noch ein defekter Wellendichtring von der Getriebewelle dazu und die Bremsflüssigkeit oder das eventuelle Gemisch gelangt dann über die Kupplungsdruckstange am Filzring vorbei, wenn man dann schon eine neue Version hat, vor zur Kupplung. Natürlich wird irgendwann wahrscheinlich auch die Kupplung versagen, weil eben da kein Druck mehr aufgebaut werden kann und so weiter und so fort. Ich will mir heute mal anschauen, ob wir da eine Abhilfe schaffen können. Wie wir das machen, das schauen wir uns in diesem Video an. So, das Ganze basiert natürlich auf dem Versuch. Ob das letztendlich so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es funktioniert. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier an. Wir haben hier die Bohrung von diesem Kupplungsnehmerzylinder. Der sitzt hier so drin. Der hat hier ein ganz leichtes Spiel. Das heißt, die Bohrung ist etwas größer als der Außendurchmesser von diesem Nehmerzylinder. Wenn das Ganze eingebaut ist, tropft eben hier vorne aus dem Kupplungsnehmerzylinder oder läuft oder drückt sich die Bremsflüssigkeit raus und steht dann in diesem Hohlraum unterhalb, ganz klar. Das Getriebe steht jetzt hochkant und läuft eben nach hinten ab, weil das Ganze ein bisschen konisch nach hinten rausläuft. Also der hintere Durchmesser hier ist etwas größer wie der vordere, wo der Wellendichtring sitzt. So. Und wenn das Ganze natürlich dann voll ist, dann läuft es über die Getriebewelle da innen drin, kann das über die Kupplungsdruckstange dann in Richtung Kupplung laufen. Problematik ist, dass das Getriebegehäuse hier sehr verbaut ist. Bei anderen Modellen, ich meine, das war RS oder so irgendwas, da fehlt dieser ganze Teil hier, das ist das anders gemacht, weil die Schwinge am Rahmen aufgehängt ist. Hier ist eben die Schwinge hinten in dem Getriebegehäuse befestigt und man kommt hier eben nur ganz schlecht mit dem Bohrer dran, dass man hier ein Loch bohren kann. Was ist die Idee? Die Idee ist, unterhalb von dem Kupplungsnehmerzylinder in dem Getriebegehäuse eine Bohrung zu haben, über die eventuelle Bremsflüssigkeit abläuft, beziehungsweise man kann dann sehen, wenn in einem Schlauch, den man hier anbringen kann, die Bremsflüssigkeit steht oder beispielsweise Getriebeöl, weil der Simmering hier hinten drin defekt ist, dann könnte man sehen, okay, da liegt ein Defekt vor und kann dann relativ schnell reagieren und kann den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen, gegen einen neuen tauschen. Ich habe hier so eine kleine Tülle, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die hat auf der einen Seite M5er Gewinde und auf der anderen Seite ist hier für einen Schlauch aufzustecken, ein Zapfen drauf. Und die Idee ist eben, diese kleine Tülle hier unten einzubringen im Gehäuse mit einem M5er Gewinde und dann einen Schlauch aufzustecken und den Schlauch hier durch die Bohrung nach außen zu legen, um es kontrollieren zu können. Es gibt nur einen Versuch und den werden wir uns jetzt mal anschauen. M5 hat einen Kernlochbohrer von 4,20 mm. Das heißt, wir müssen hier ein Loch reinbringen und das ist halt eben, wie schon eben gezeigt, wenn ich hier mit dem Bohrer dran gehe, dann habe ich halt hier schon das Problem, dass der Winkel nicht genau stimmt. Also der Bohrer bohrt jetzt hier nicht genau im 90-Grad-Winkel zum Getriebegehäuse und das Ganze sitzt in der Rundung, aber ich habe eine Testbohrung in einem Aluminiumstück gemacht mit diesem Teil und Gewinde geschnitten. Also es würden schon ausreichend genug Gewindegänge da reingehen, das Ganze mit 2701 Loctite festmachen, dass das eingeklebt ist und sich nicht rausvibriert oder rausschraubt von alleine.
Und das Ganze sollte dann normalerweise heben. Eventuell kann man später dann noch mit dem Dremel hier etwas Material wegfräsen. Das muss ich mir dann aber anschauen. Ich habe hier schon einen Körnerschlag gemacht an dieser Stelle, dass mir der Bohrer da nicht verläuft in etwa. Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Na ja gut, dann habe ich an der Stelle ein Loch, kann kein Gewinde reinmachen, habe nicht diese Tülle, dann läuft halt da Getriebeöl raus. Dann kann man das eben trotzdem kontrollieren, beziehungsweise nicht Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, wenn eventuell der Zylinder kaputt ist. Als allererstes mache ich mir jetzt hier mal ein bisschen Fett auf die Innenseite, dass mir beim Bohren die Späne nicht hier reinfallen in den Wellen, die Strängen. Das machen wir jetzt als erstes mal. So, ich nehme hier einfach ein bisschen ganz normales Fett. Mal so eine Kappe voll hier. Schmieren das da hinten drauf. Dann bleiben eben eventuelle Späne, die ich nach innen durchschiebe, die bleiben in dem Fett hängen und ich kann später das einfach wegwischen. So, jetzt legen wir uns hier einen Lappen drum, dass wir hier nichts kaputt machen. Ich habe hier einen ziemlich langen Bohrer, das ist der einzige 4,2er, den ich habe. Lege den hier vorne auf und dann schauen wir mal. Den Winkel so flach wie möglich, fast hier auf dem Getriebegehäuse aufgelegt und langsam bohren. An der Position wird wohl nicht der allererste Tropfen rauslaufen, weil der allererste Tropfen sich unten in der Mitte absammelt. Aber spätestens, wenn wir das Moped auf den Seitenständer stellen, rutscht da oder läuft es da auf jeden Fall raus, wenn was sein sollte. Nachteil ist natürlich durch die schräge Bohrerei, dass später diese kleine Schraubtülle nicht genau gerade drin sitzt. Im Übrigen lässt sich Getriebematerial sehr gut bohren. Nur mal so als Info. Dann schauen Sie mal durch. Ich nehme jetzt hier so einen Endgrater mit der Hand. Normal wird der auch in der Maschine eingespannt. Versuche das ein bisschen zu entgraten hier. Das geht nicht so gut. Ah ja, obwohl, okay. So, das ist jetzt mit dem langen Bohrer gemacht. Ja, es gibt aber auch, habe ich schon mal gesehen, für solche Rätschen hier, so eine druckluftbetriebene Rätsche, so Aufsätze mit einem kurzen Bohrer dran. Es gibt ja allerlei Spezialwerkzeuge und so weiter und so fort, die dann eventuell genau hier reinpassen würden, dass man mit einem Winkeltrieb oder so bohren kann. Ja, wenn man sowas hat, kann man das natürlich verwenden. Ich habe das nicht. Ich habe das jetzt eben halt so probiert, beziehungsweise ich versuche das jetzt eben so. Wenn wir hier mal ein bisschen noch entgraten. Also das Entgraten ist eigentlich nur wichtig, damit wir das Gewinde schneiden können. Also dass wir einen guten Anfang haben halt fürs Gewinde. So, sieht man, jetzt haben wir hier das Loch durch. Wenn das Motorrad gerade steht, dann haben wir hier den 90-Grad-Winkel. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Wenn ein Tropfen kommt, würde der erst hier sich unten sammeln. Und wenn wir das Motorrad dann auf die Seite stellen, dann würde das dann da raus oder könnte das da rauslaufen. Ob das funktioniert am Ende, weiß ich natürlich nicht, aber das ist eine Option, die mit relativ wenig Aufwand jetzt hier zu betreiben ist. Ne? Also ich denke, das versteht jeder. Das Motorrad auf dem Hauptständer steht stets gerade. Der 90-Grad-Winkel wäre etwa hier, das heißt, das Loch müsste dann im Prinzip da sein. Das geht aber nicht, weil ja da die Verschraubung ist. So, ich mache jetzt das Fett mal innen weg mit den Spänen drin und dann schauen wir mal, wie wir das M5er Gewinde mit dem Fertigschneider reinbohren, wie wir das hinkriegen. So, mal gucken. So, also zu dem Fett, ne? Ich nehme an, dass man das sieht. Da sind jetzt die ganzen Späne drin und nichts ist nach innen gefallen. So, nächste Problematik ist natürlich, wie machen wir das Gewinde rein? Ich habe nur Schneidkluppen, wo man den Gewindeschneider einsetzen kann und habe noch so Aufsatzdinge, aber das ist alles zu groß, zu sperrig. Also bin ich jetzt hergegangen, habe hier eine 6er Nuss genommen, so Viertelzoll Nuss, habe hier so ein Stück Lappen dazwischen, habe das hier reingepresst und hoffe, dass das jetzt soweit passt. Kann schon sein, dass das geht, wenn wir versuchen. Wir müssen jetzt halt ungefähr oder ziemlich genau den Winkel treffen, wie die Bohrung da drin ist, dass wir da so mit dem Gewindebohrer reingehen können. Jetzt setze ich mir hier vorne
Nee, ich mache mir hier eine Markierung hin. So haben wir den Winkel. So, dann mache ich mir hier eine Markierung. Und wenn wir das da auflegen, ein paar Millimeter Abstand, dann passt das. So, dann setzen wir den hier an. Ah ne, halt, nicht vergessen. Innen ein bisschen Fett. So, einziges Problem kann jetzt sein, dass der Gewindeschneider hier vorne in der Nuss durchrutscht. Und das tut er leider, also müssen wir das rausmachen. So, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum nimmt er nicht einfach einen kleinen Gabelschlüssel? Ja, ich habe festgestellt, dass ich keine Gabelschlüssel in dieser Größe habe. 4er Gabelschlüssel wäre okay, den könnte man ein bisschen aufschleifen. Habe ich aber nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Lappen hat nicht funktioniert. Ich habe mir hier einfach einen Kabelbinder zwischen Nuss und Gewindeschneider gesteckt. Der blockiert das Ganze und ab einem gewissen Punkt geht das Ganze sowieso relativ leicht. So, also wichtig ist natürlich das mit dem Fett. Ne? Also wenn ihr das nicht mit dem Fett macht, dann fallen euch da drin die Späne rein. Sieht man wieder nichts mehr. Ich drehe den jetzt gerade mal raus. So, dann haben wir den weg. Das ist also schon ganz ordentlich, was da rauskommt. So, jetzt wollen wir mal versuchen. Ja, das passt ganz gut. Ich mache euch da mal ein Bild davon, dass man das im Detail sieht. Also das sieht ganz gut aus. Das ist gar nicht so schräg wie gedacht. Ich werde da, glaube ich, jetzt auch gar nichts mehr großartig fräsen. Ich lasse das einfach so und die wird eingeklebt, die Schraube, beziehungsweise die Tülle. Und dann kommt dann da einfach ein Schlauch drüber. Das Gewinde passt auch sehr gut hier. 5er Tülle. Diese Tüllen im Übrigen, die bekommt ihr, ich werde das im Nachhinein nochmal recherchieren, aber ich meine, ich habe die im Bauhaus gekauft. Gut sortiertes Bauhaus in der Schraubenabteilung, da bekommt ihr solche Schlauchtüllen halt einfach. Ne? Die bekommt ihr da. Ich mache das Ganze jetzt mal sauber und fettfrei und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Hier haben wir jetzt die Bohrung und hier haben wir natürlich jetzt noch einen Grat. Ne? Hier ist noch ein Grat, der muss natürlich weg. Die Mitte etwa ist hier, das heißt die Bohrung müsste eigentlich hier sein. Dann würde alles, was von hier hinten runterläuft, wenn was runterläuft, Platz ist genug zwischen Kupplungsnehmerzylinder und Gehäuse, würde dann direkt in das Loch hier reingehen. Das ist aber so nicht möglich. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Grat hier auf jeden Fall weg ist und dass ein Flüssigkeitsstand, der hier ansteht, hier rüber ablaufen kann. Das heißt, es sollte hier also keine Erhöhung sein vom Bohren oder vom Gewindeschneiden. Das machen wir jetzt sauber. Das mache ich hier mit so einem 1000er Schleifpapier. So, einmal. So, dann drehe ich hier unten mal eine M5er Schraube rein. So sieht man das, ne? Die drehe ich jetzt rein, damit ich eventuell einen Grat, der noch im Gewinde sitzt, nach oben drücke. Aber so wie man das jetzt hier sieht, ist da nichts. So, dann können wir hier nochmal schleifen. Das Ganze muss natürlich exakt sauber sein. Da fehlt mir jetzt nichts mehr. Ist kein Grat mehr da. Schön wäre natürlich, wenn wir das jetzt von innen entgraten könnten. Aber ich habe so einen kurzen Entgrater habe ich nicht. Blasen wir das Ganze mal aus. Wenn wir also unten die Schraube reinschrauben, dann steht die ohnehin nicht ganz oben raus. Wenn man eine Schlauchtülle finden würde mit M5er Gewinde, mit einem längeren Gewinde, dann könnte man das oben
tatsächlich bündig machen und abschneiden und dann im Plan schleifen, aber das ist gar nicht notwendig. Also die kurze Schraube hat genug Gewindegänge, dass die hier auf jeden Fall hält. Also die hat ohnehin ja nichts auszuhalten. Und da sie noch eingeklebt wird, ist das eigentlich völlig wurscht. So, also innen ist entgratet und jetzt gucken wir nochmal von der anderen Seite, wie wir die Schraube einkleben. Wir sind also soweit, dass wir das verkleben können. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Schraubensicherung nur dann funktioniert, wenn sie fettfrei ist. Deshalb nehme ich jetzt hier ein Wattestäbchen und versuche das da durchzudrehen. Und seitdem es keine Wattestäbchen mehr mit Kunststoff gibt, gestaltet sich das zunehmend schwerer. Also da geht es jetzt nur darum, das Ganze fettfrei zu machen. So, ne? Einfach eindrehen, dass das Ganze fettfrei wird. Dass unsere 2701er Schraubensicherung da auch funktioniert. Da würde wahrscheinlich auch diese ganz normale oder diese mittelfeste Schraubensicherung gehen, diese 243er oder 577 Loctite, das ist gewindedicht und chemikalienfest. Habe ich auch da, will ich aber nicht nehmen. Mir ist wichtig, dass es richtig fest ist da hinten, weil da kommt man wieder nur schwer dran. So, das passt soweit. Blasen wir das Ganze nochmal aus. Kontrollieren, dass das auch durchgängig ist, dass da kein Fett drin ist. Machen wir auch nochmal fettfrei. So, ich blende euch mal ein Bild ein zu der Schraube. Die Tülle hat eine Gesamtlänge von 15,5 mm, eine Schlüsselweite von 7, Gewinde 5, also M5 metrisches Gewinde und die Gewindelänge in dem Fall ist ebenfalls 5 und die könnte gut 7 sein. 7 mm könnte das also lang sein oder länger, dann müsst ihr es abschneiden. So, wir machen jetzt mal hier Schraubensicherung rein, 2701, das ist hochfeste Schraubensicherung, die machen wir rein und dann kümmern wir uns mal um den Schlauch. So, dann machen wir hier umlaufend Schraubensicherung ran. Das Ganze ist natürlich Mikro. Und dann drehen wir das da ein und ziehen das fest. So, und Schraubensicherung, die wird fest unter Entnahme von Luftsauerstoff. So, das reicht schon. Können wir den Rest hier unten, wenn was rausguckt, wegwischen. Also Schraubensicherung, die im Freien draußen ist, nicht im Gewinde ist, die trocknet nicht ab. Jetzt haben wir hier mal unseren Spiegel. Gucken da rein, kann man das sehen? Ne, wahrscheinlich nicht, aber ich sehe es. Das reicht erstmal. Ist also keine Schraubensicherung durchs Loch rausgegangen. Es ist durchgängig, wunderbar. Wir haben kein Grat innen drin. Das passt. So, kommen wir zum Schlauch. Beim Schlauch habe ich eine Weile überlegt, was ich machen soll. Ich dachte erst an einen PVC-Schlauch, aber PVC-Schlauch reagiert mit Bremsflüssigkeit auf Dauer, das heißt, der härtet dann aus, das ist nicht ganz so toll. Ich habe hier so einen Silikonschlauch. Ich messe das mal grob, ne? Also so kann man das normal gar nicht messen. Also der hat 6 mm im Außendurchmesser und ich glaube 4 innen. Ja genau, also Außendurchmesser 4. Außendurchmesser 4, Wandstärke 1 mm, Innendurchmesser 4 mm. Ich hatte jetzt vorhin gar nicht gemessen, was das hier für einen Außendurchmesser hat. Die hat 5 Außendurchmesser, also die Tülle vorne hat 5 mm. So, dann versuchen wir das mal. Ich habe zwar wenig Hoffnung. Das sind so Schellen, die bekommt man, glaube ich, im Modellbau. Aber die ist ein bisschen zu klein. Ich will jetzt auch nicht unbedingt den Schlauch verletzen. Ich muss nur ein Stück da drüber. Er ist schon relativ strapazierfähig, dieser Schlauch. Der ging jetzt zwar hier ein bisschen, hat er sich mit hochgeschoben, aber das sieht schon mal recht gut aus. Ja gut, das passt soweit. Ich mache euch da mal ein Bild. Jetzt ist der fest und kann nicht runterrutschen, weil also bei dieser Tülle, dieser Schlauch mit 4 mm innen, der geht schon relativ leicht. Also entweder geht man hin
macht an der Stelle einen Kabelbinder, einen kleinen. Oder wenn man hat, so eine kleine Schelle, wie gesagt, glaube ich, aus dem Modellbaubereich bekommt man das. Und dann kann man das verwenden. So, und dann legen wir den einfach hier rum. Hier hinten raus. Und dann passt es erstmal schon soweit. So, und jetzt hat im Prinzip der Kupplungsnehmerzylinder, passt nach wie vor wunderbar hier rein. Der hat, wenn man hört, hier Luft. Der verschließt also das Loch nicht. Ja? Verschließt das Loch nicht. Und wenn was kommt, kann das da eben über den Schlauch runterlaufen. Und man sieht es also spätestens, wenn es hier raustropfen sollte, dann sieht man das also spätestens dann, wenn da Bremsflüssigkeit ist. Wir können uns das aber am Ende dann auch nochmal in einem Video angucken, ob man von außen vielleicht auch den Schlauch sieht oder eventuell von unten hier durch. Muss man dann mal schauen, wie man das am besten sehen kann. So, ich hoffe, dass das mit der Schelle gut ist, dass die Schelle nicht den Schlauch kaputt macht mit der Zeit, aber glaube ich nicht. Und selbst wenn, würde hier Bremsflüssigkeit runtertropfen, okay, den Lack vielleicht angreifen, aber man würde dann da schon sehen, dass es da nass ist. So, okay, das ist soweit schon mal in Ordnung. Ja, Freunde, haben wir ein bisschen gebastelt. Ob das Ganze am Ende so funktioniert, also rein von der Idee her, sollte es schon funktionieren. Ich hoffe natürlich für mich, dass hier niemals was rausläuft. Aber wenn, dann kann ich relativ schnell reagieren und kann den Kupplungsnehmerzylinder austauschen und mir geht nicht mehr kaputt. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr dazu? Könnte das funktionieren? Könnte das nicht funktionieren? Die Idee ist nicht neu, muss ich noch dazu sagen. Ein Zuschauer von mir hat mich deswegen angeschrieben und hat mir dann einen Link geschickt zu einer Internetseite oder zu einer Forumseite, glaube ich, auf der jemand das an, glaube ich, einer S oder RS oder so irgendwas schon auch so auf diese Art und Weise gemacht hat. Der hat es nur einfacher gehabt, eben weil das Getriebe anders gemacht ist dort. Und die Idee ist wirklich nicht schlecht. Also wie gesagt, die ist nicht von mir. Ich finde das ganz gut. Und selbst wenn es am Ende doch nicht funktioniert, habe ich jetzt hier 2 Stunden gebastelt. Ihr hattet ein Video zum Schauen und vielleicht einen schönen Sonntagnachmittag. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.